Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Heute ist es ganz bedeckt und es ist Regen angesagt, ab Mittag glaube ich. Ja, auch leichtes Gewitter. Ja, und deswegen haben wir uns heute eine relativ flache Tour ausgesucht, 350 Höhenmeter rauf und runter. Und wir werden ganz viel Wasser sehen. Genau, nämlich die Loisachquellen und die sogenannten Fernpassseen. Da 3 sagen wir das Stück. dann zu, wenn wir dann da sind. Ne? Ich vermute, dass wir im zweiten Teil der Tour tatsächlich noch in Regen kommen. Aber wir werden es alle erleben. Wir gehen erstmal guten Mutes los. Viel Spaß! Das Bibermaskottchen Castor ist in Biberwihr zu Hause und führt Familien und Kinder gerne durch seinen Heimatort. Auf dem 3,6 Kilometer langen und meist flachen Rundweg erzählt Castor anhand von Schautafeln die Geschichte des Ortes, zum Beispiel vom Bergbau, von Wasser und Energie zur Stromgewinnung sowie über die alte Römerstraße Via Claudia. Ja, wir sind hier auf dem Biberpfad in Biberwihr. Das ist das erste Stück unseres geplanten Weges. Ja, ganz nett gemacht hier. Hübsche Bilder von einem kleinen Biber, der eine Münze findet. Offenbar ein Auszug aus einem Kinderbuch. Und ja, macht Lust auf mehr. Ich nehme an, da der Ort Biberwihr heißt, wird es eben hier auch Biber geben. Ich sehe da hinten auch einige Biberdämme. Wer weiß, vielleicht sehen wir auch einen. Da kommt die Loisach her. Wir gehen ja gleich ins Quellgebiet. Und hier führt der Wanderweg weiter. Castor schlief tief und fest und träumte von einer Geschichte, die ihm seine Großmutter einst erzählt hatte. Sie handelte von der Landschaft rund um den Biberteich und erklärte, wie das liebliche Tal mit seinen kegeligen Hügeln zustande gekommen war. Es war fast unglaublich, aber vor sehr langer Zeit war ein ganzer Berg in das Tal hinabgestürzt und hatte die schöne Seenlandschaft und auch Castors Lieblingsbach, die Loisach, geschaffen. Da wachte der kleine Biber auf, rieb sich die Augen und sah, dass er schon wieder durch die Zeit gereist sein musste.
hier irgendwo entspringt die Loisach. So, wir sind jetzt an den Loisachquellen und gehen zum kleinen Mittersee. Hier ist der Weg etwas unwegsam, wurzelig. Da ist er ja, der Mittersee. Ach, wie schön. Hallo. Hier gibt's nichts. Schnappt richtig. Also ist das tatsächlich rechts wannig und dann links Handschuhspitzen. Ne? Mhm. Jetzt fängt es doch an zu regnen. Steht da was dazu? Nee, das ist nur so ein allgemeiner Ah, Ich werde gefilmt. ja. Noch ein Überraschungsangriff. Erst die Enten und jetzt die Christiane. Richtig. Ich war gerade in Gedanken damit beschäftigt. Ist es schon Zeit, die Regenklamotten anzuziehen oder nicht? Also ein paar Tröpfchen spüren wir ja. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es nur so ein Wölkchen ist. Weil natürlich wandert sich mit Regenklamotten nicht so schön. Dann wird man den vielleicht von außen nicht nass, aber eben von innen. Weil man schwitzt ja doch immer atmungsaktiv hin oder her. Also ich habe da noch nicht die optimale Lösung gefunden. Und wir haben auch Schirme mit. Das ist wahrscheinlich gerade bei dem Terrain die optimale Lösung. Aber gleich müssen wir noch mal steigen. Und da muss man sich entscheiden, Stöcke oder Schirm. Und dann nehme ich dann doch lieber die Stöcke im Augenblick. Was für ein verrücktes Wetter. Die Sonne scheint und es regnet. Und So, das ist eigentlich alles drüber bei dir. Werner Gut. verpackt mich gerade. Und du? Eins, zwei, drei, hepp.
Genau. Aber ich glaube, wir haben es fast geschafft. Da geht es durch ein Tor und soweit ich mich erinnere, treffen wir dahinter auf den Plentsee. So, ein Gewitter nähert sich und wir umrunden noch den Plentsee. Das ist ein sehr schöner Weg. Nichts für Opas Enkel. So, jetzt sind wir mittendrin im Gewitter. Und das beim Aufstieg zum Gasthof oder zur Raststätte Zugspitzblick, die wir heute wahrscheinlich nicht sehen werden, wegen der Regenwolken. Ja. Es gibt jetzt nochmal einen bitteren, harten Anstieg. Aufi. Hey. Meiner Kamera? Also das Weiße, was auf dem Boden liegt, das ist Hagel. So, Aufstieg von Rasthofs Zugspitzblick. Da haben wir eine starke Regenphase abgewartet. Hat uns aber nicht viel genützt, weil beim Start hat es immer noch gewittert.
Und eben gab es eine starke Regen- und Hagelphase. Ganz viele Erdbeeren. Jetzt kommt sogar im Regen die Sonne raus. Ah, ist das schön. Guck mal, die Nebelschwaden da zwischen den Bäumen, die werden von der Sonne angestrahlt. Ah, ist das hier herrlich. Ist das schön. Eben noch Hagel. So, jetzt sind wir schon wieder fast unten. Was heißt unten? So ungefähr auf 800 Meter, 800, 900 Meter, da wo Biberwier ist. Unser nächstes Ziel ist der Weißensee, denn von den 3 Seen, Mittersee, Blindsee, fehlt uns jetzt noch der dritte, nämlich der Weißensee. Forststraße. Hier geht es die Via Claudia Augusta runter zum Weißensee. Also eine alte römische Straße, die zum Hohlweg wurde und ganz angenehm zu gehen, etwas steil. Toller Blick auf die Zugspitzen. Ja, für Ende Juli noch relativ viel Schneefälle da oben. Ne? Kurz vor Biberwier noch einmal Begegnung mit wilden Tieren. Da sind wir wieder, ne? Und da fällt mir noch glatt der Spruch eines bekannten Düsseldorfer Fernwanderers ein, der da lautete: Man muss den Zack lieben. Ne? Wir hatten nämlich heute genug Zack. Ne? Ja, genau. Also, und für uns war das jetzt eine tolle Wanderung hier zu den Leusachquellen und zu den Fernpassseen. Und ihr habt es ja im Bild mitbekommen, hat sich echt gelohnt, war sehr romantisch. Und wir haben euch ganz viel Wasser versprochen. Kommt auch mal hierher nach Tirol, nach Biberwier oder nach Lermoos. Also hier ist es wirklich super, hier gibt es tolle Wanderungen. Für heute verabschieden wir uns. Macht Idiot. Tschüss.